stellt euch vor, ihr bezahlt und ihr verdient Geld damit. Also bei mir könnte demnächst die Kasse klingeln. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie das funktioniert. Richtig? Ja, super. Überall erzeugen wir Daten. Jetzt, wo ich den Kaffee bekomme, danke dir. Ach, wenn wir uns von A nach B bewegen, wenn wir auf Social Media was posten oder online shoppen, überall hinterlassen wir einen Datenfußabdruck. Daten sind wertvoll. Reines Datengold. Ja, reines Datengold, ich sag's doch. Und wer uns erklären kann, wie das in der Zukunft funktioniert, ist Nicola. Du bist Expertin und Geschäftsführerin von Quist, einem Fintech für datenbasierte Dienstleistungen. Und du sagst, ja, demnächst könnten wir mit Daten auch Einkommen generieren. Wie bitte soll das funktionieren? Das funktioniert so, dass inzwischen das reguliert ist, dass du deine eigenen Daten verwaltest und die dir gehören und nicht mehr der Bank oder dem Großunternehmen, bei dem du sie hinterlässt und die sie verwahrt haben, sondern deine Daten gehören dir und du darfst damit bestimmen und tun, was du möchtest. Sie also auch teilen und auch gegen Mehrwerte, ob sie monetär sind oder nicht, für dich teilen. Aber wen interessieren denn meine Daten, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt jede Woche Äpfel kaufe und in der Folgewoche sind es Birnen? Wen juckt das? Das interessiert mehr Leute, als du vielleicht denken würdest, weil mit diesem Datenabdruck hinterlässt du ja Profile und aus diesen Profilen lassen sich dann wieder bestimmte Schlussfolgerungen ziehen. Also zum Beispiel, wenn du in einem Supermarkt an einem Dienstag einkaufst und da eine bestimmte Anzahl an Geld ausgibst, und dann interessiert es vielleicht einen anderen Supermarkthändler und der möchte dir gerne sagen, dass du doch zu ihm kommen solltest. Es interessiert natürlich im ernsthafteren Fall auch Leute, wenn du zum Beispiel einen Kredit haben möchtest und dafür einfach Daten zur Verfügung stellen musst. Und das kannst du heute digital viel einfacher tun, als wenn du mit deinen ganzen Kontoauszügen zur Bank läufst. Und wie funktioniert das jetzt? Na, guck mal, heute verstecken wir unsere Daten im Endeffekt. Ja, wir schließen die sozusagen weg und schützen sie. Aber jetzt haben wir eine EU-Regulierung, die sagt, wir können unsere Daten reguliert und sicher teilen. Und wir sollten das auch, wenn wir dafür einen Vorteil haben. Wie sieht es denn jetzt für mich konkret aus? Naja, zum Beispiel kannst du, wenn du deine Daten regelmäßig teilst, meiner Meinung nach ein passives Einkommen generieren, indem du einfach deine Daten für dich arbeiten lässt. So ähnlich wie ein Portfolio, weil du ja weißt, dass deine Daten einen Mehrwert für andere haben. Und wenn du sie teilst, solltest du diesen Mehrwert auch realisieren. Wo stehen wir denn jetzt, außer hier auf der Brücke? Du, die ehrliche Antwort ist ganz am Anfang. Ja? Wir haben schon viele Anwendungsfälle aus dem Open Banking. Das gibt es seit 2018 und wir identifizieren uns ganz oft mit unseren Bankdaten. Zum Beispiel, um ein Konto in eine App anzubinden. Das passiert ganz oft, heute schon oder wenn du ein neues Konto eröffnest. Aber dass sich wirklich ein passives Einkommen aus deinen Daten generieren lässt, das wird erst überhaupt in den nächsten Jahren möglich sein, wenn auch weitere Industriesektoren wie Versicherung und dann auch der Handel und der Energiesektor sich öffnen müssen und dir deine Daten zur Verfügung stellen können. Was bedeutet das jetzt für die Unternehmen, speziell Banken? Naja, Banken haben diese Daten ja lange verwahrt und jetzt müssen sie Schnittstellen bauen, um diese Daten eben preiszugeben, wenn ein Endkunde das oder ein Unternehmen das möchte. Und große Unternehmen haben Interesse an Daten, aber sie müssen Anreize schaffen, dass jemand wie du oder ich unsere Daten teilen. Jetzt bist du aber ganz schön überzeugt, dass die Leute demnächst auch ihre Daten wirklich teilen. Ich bin da wirklich überzeugt, weil auf der einen Seite hier die EU immer mehr Regulierung erlässt, die das fördert, einfach diese offene Datenkultur zu implementieren. Und da müssen 27 Länder dann auch mitmachen. Und neue Sektoren wie der Handel und die Energiewirtschaft werden zusätzlich zu den Finanztransaktionsdaten auch bald folgen. Und wir sind ja inzwischen so weit, dass die nächsten Generationen einfach ganz anders mit ihren Daten und ganz anders digital umgehen. Und ich deswegen glaube dass, und auch weiß, dass hier diese Datenmodelle auch einfach in die Realität umgesetzt werden. Was muss denn für euch drin sein, damit ihr eure Daten sicher teilt? Schreibt es mal in die Kommentare.